Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Heute gibt's mal wieder ein kleines neues Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute geht's um Silas Gnaka, eine etwas emotionalere Sache, muss man direkt mal sagen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da im Vorhinein. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht Mitglied zu werden. Ab 99 Cent geht das. Würde mich sehr supporten. Und damit starten wir dann rein. Let's go. Ja, Silas Gnaka ist bekanntlichermaßen ein sehr, sehr intelligenter Spieler, was er auch schon gezeigt hat. Beispiel ist natürlich der Schalke, wo er einen perfekten Zuckerpass spielt. Oder auch gegen Braunschweig, wo er sein erstes Saisontor geschossen hat, dass er schnell mitdenkt, direkt da ist, wenn der Ball zu ihm kommt, weiß er, was er damit machen muss. Oft passieren dann aber auch Fehlpässe, weil er vor allem das in dem System mit am meisten machen muss. Dieses schnelle Denken. Und da ist es manchmal dann auch problematisch, auch als Topspieler in so einem System. Deswegen kommt auch sehr oft manchmal Kritik gegenüber Gnaka. Aber Silas Gnaka ist über einen außergewöhnlichen Weg nach Magdeburg gekommen. Darum soll es nämlich heute gehen. Wie er mit 12 Jahren die Heimat verließ, beim FCM aufblühte und nach vorne schaut. Ja, es freut mich sehr, darüber hier auch zu reden. Für mich war Silas Gnaka sowieso schon immer ein sehr, sehr sympathischer Typ. Das hat es auch nochmal bestätigt, wenn man es weiß, was er gesagt hat. Echt sehr, sehr schön. Man freut sich auch als Fan, sowas zu hören. Im Sommer 2022 kam Silas Gnaka als weitgehend unbekannter Profi vom belgischen Verein KAS Eupen zum ersten FC Magdeburg. Seitdem ist er aus der Stammformation nicht mehr wegzudenken. Bereits 89 Pflichtspiele bestritt der Ivorer für Blau-Weiß, sammelte 5 Tore und 7 Vorlagen und vor allem sehr viel immer gegen Schalke. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendeine persönliche Beziehung mit Schalke hat er anscheinend. Ja, eigentlich kann man so sagen, meistens, wenn wir gegen Schalke spielen, trifft er auch, zumindest letzte Saison. Diese Saison leider nur einmal klug schnell mitgedacht, aber trotzdem in der Hinrunde zwar nichts getroffen, aber wenigstens in der Rückrunde 3 aus 4 Spielen dann insgesamt. Wenn er weiter konstant spielt, wie es meistens beim FCM der Fall war, könnte er noch in dieser Saison die 100er-Marke knacken. Dabei hat er eine weite Reise hinter sich und musste einige Herausforderungen meistern. Darüber erzählt er dem MDR in einem Podcast, wo er sein erstes längeres Interview überhaupt gab, seit er in Magdeburg ist. Sein Weg begann in seinem Heimatland Elfenbeinküste, das er allerdings mit 12 Jahren verließ. Er wurde von der Aspire-Akademie gescoutet, einer Sportakademie aus Katar, die einen Ableger in Senegal betreibt, um dort die größten afrikanischen Talente unter professionellen Bedingungen zu entwickeln. Ja, hört sich schon mal ganz interessant an. Und da merkt man auch schon mal, okay, ist schon mal ein ordentlicher Weg, den er da gegangen ist. Vor allem gescoutet zu werden, ist auch in Afrika gar nicht so einfach, muss man direkt mal sagen. Da herrschen einfach ganz andere Bedingungen wie in Europa, wo das Scouten nochmal was ganz anderes ist. Und dann hatte er im Endeffekt Glück und auch das Können auf seiner Seite, was man ganz klar sagen muss. Ja, dann kommen wir jetzt aber zu einem sehr interessanten Punkt. Seine Eltern ließen ihn gehen, weil ein Freund von ihm bereits ein Jahr davor dorthin wechselte, erklärte Gnaka. So war er nicht allein, fernab von zu Hause. Ja, und das ist schon so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, viele Menschen können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, so mit jungen Jahren weg von seinen Eltern zu gehen, das ist hart. Es war ein bisschen schwer für mich ohne meine Eltern. Aspire wurde zu meiner zweiten Familie, weil wir die meiste Zeit dort waren, in Katar und Senegal. Und vor allem war er noch sehr, sehr jung. Also es ist schon, du kommst so aus deinem Safe Space halt komplett raus, du wirst rausgerissen und musst dann Leistungen bringen. Da stehst du sehr unter Leistungsdruck. Ja, krass, dass er das gemeistert hat, muss man sagen. Ich hatte Freunde aus vielen Ländern Afrikas, berichtet Gnaka. 5 Jahre wurde er dort ausgebildet. Die Akademie habe alle Kosten übernommen und jedem Sportler ein Taschengeld von 200 Euro gewährt. Über 1000 Kilometer entfernt von der Heimat arbeitete der Jungspund für seinen großen Traum. Unser Ziel war es, nach Europa zu kommen, in die erste Liga Belgiens, so Gnaka. Den KAS Eupen befindet sich ebenfalls in den Händen der Aspire Academy, die den Verein im Jahr 2012 übernahm
um dort ihre Talente weiterzuentwickeln. Ja, und das hat er dann meisterlich geschafft, muss man sagen. Und hat so wahrscheinlich den wichtigsten Sprung seiner Karriere geschafft, indem er in eine Profiliga kommt. KS Eupen ist auch ein nicht kleiner Name im Fußball Belgiens, sondern mittlerweile richtig eingefraßt da. Die machen da auch einen guten Job. Und ja, auch bekannte Trainer waren da zuletzt. Kofeld beispielsweise, der da auch trainiert hat. Somit war auch Gnaka nicht der einzige Spieler aus Aspire, der im Januar 2017 den Sprung nach Eupen wagte. Auch dort blieb er 5 Jahre lang und spielte sich in den Kreis der ivorischen Nationalmannschaft. Für die U23-Auswahl seiner Heimat nahm er 2019 am U23 Afrika Cup teil und verpasste bis zum Finale gegen Ägypten, einstweilig nach Verlängerung, keine Minute. Es war ein sehr gutes Turnier. Ich habe als linker Verteidiger gespielt und war im Team des Turniers, erinnert sich Gnaka. Laut eigener Aussage werde er derzeit weiter vom Verband beobachtet und könnte vielleicht auch mal für das A-Team auflaufen. Und Senegal ist ein relativ interessantes die Elfenbeinküste ist ein sehr, sehr interessantes Fußballland. Da könnte er auch reinschlüpfen, auch als Zweitligaspieler, definitiv. Die Leistung bringt er, dass er auch Erstliga-Potenzial hat. Ja, und dann gab es einen großen Sprung für Gnaka. Im Sommer 2022 folgte dann der Schritt nach Magdeburg, der zunächst ein großes Problem mit sich brachte. Gnaka: Als ich hierher kam, war ich am Anfang völlig verloren, weil ich kein Deutsch konnte. Amara Condé hat mir sehr viel geholfen, weil er Französisch spricht. Ja, und da kann man direkt mal zu sagen, genau das zeichnet nämlich Amara Condé aus und das hat ihn bei uns so sehr ausgezeichnet, dass er natürlich als Kapitän den Spielern auch unglaublich weitergeholfen hat. Das kann man, glaube ich, so perfekt sagen. Immer wenn irgendwas war, war er halt da und menschlich auch ein ganz, ganz netter Typ. Persönlich so mit der schmerzvollste Abgang seit Bekos Bertram-Ära. Für mich persönlich sehr, sehr hart. Auch auf einer ähnlichen Seite wie Piccini, was mir auch sehr, sehr wehgetan hat, weil ich den Spieler sehr, sehr mochte. Aber Amara war, wie gesagt, menschlich wahrscheinlich einer der größten Verluste der letzten Jahre, definitiv. Mit dem ehemaligen FCM-Kapitän, der seit Sommer beim SC Heerenveen kickt, verbinde ihn weiter eine gute Freundschaft. Auf sportlicher Ebene hingegen ist der flexibel einsetzbare Profi schnell beim Club gelandet. Nachdem er in Eupen über weite Strecken als Linksverteidiger auflief, wurde er von Tietz anfangs in die Innenverteidigung beordert. Dort habe er sich schwer getan, weil seine Gegenspieler größer waren. Und ja, das ist natürlich das Problem als Innenverteidiger. Du musst halt eine gewisse Größe mitbringen. Wenn du die nicht hast, hast du große Probleme im Profifußball, vor allem in der zweiten Fußballliga, wo sehr, sehr viel über Größe gearbeitet wird. Auch jetzt neu mit Al-Ons merkt man das richtig, dass Größe ein Spiel definitiv verändern kann und wird, wenn man sie richtig einsetzt. Weil das bringt automatisch auch einen guten Körperbau mit. Ja, das zeigt sehr, sehr viel. Er und sein Berater hätten mit dem Trainer darüber gesprochen, dass er gerne im Mittelfeld spielen möchte, was er in seiner Jugend ursprünglich gelernt hatte. Tietz erfüllte ihm den Wunsch im Verlauf seiner ersten Saison und sorgte dafür, dass sein Schützling sich in der Schaltzentrale etablieren konnte. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, ist er der einzigste, auch heutzutage einzigst verlässliche, zumindest meiner Meinung nach, Mittelfeldspieler, den wir im Kader haben. Wenn man jetzt Herrn Kuri da rausnimmt, der eigentlich nicht im Mittelfeld spielt. Aber Krempiki und so weiter sind für mich nicht verlässlich. Und er zeigte schon unglaubliche Leistungen, hat sich auch verdienterweise da durchgesetzt und auch seinen Willen hat er durchgesetzt, indem er gesagt hat, jo, ich will Mittelfeld spielen. Und er hat die Chance bekommen von Tietz, was man auch sehr, sehr respektieren muss. Eine Sache, die Gnaka nach wie vor fasziniert, sind die Fans der Blau-Weißen. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel hier gegen Düsseldorf. Ich schaute 15, 20 Minuten lang nur zu den Fans, weil ich so dankbar war. So der 26-Jährige, der damals auf der Ersatzbank saß. Und ja, da kriegt man so leicht Gänsehaut. Sowas zu hören ist wirklich schön von einem Fußballspieler, der im Endeffekt nur fürs Geschäft hier ist, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Viele Spieler sind leider so geworden, aber bei Gnaka merkt man noch eine gewisse Menschlichkeit, was sehr, sehr schön ist und sehr, sehr
erfrischend, muss man sagen. Sehr, sehr schöne Worte von ihm. Mit dem Club will er hoch hinaus. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir in die erste Liga aufsteigen und schauen, was dann geht. Ob er selbst über die Saison hinaus bleibt, ist jedoch unklar, denn sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Ja, und Gnaka ist ein wichtiger Spieler, das wissen wir alle. Ich bin mir auch schon sehr sicher, dass der FCM mit Hochdruck am Vertrag arbeiten wird, um Silas Gnaka auch vielleicht langfristig zu behalten, denn das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselspieler für uns geworden. Auf der anderen Seite fühlt sich Gnaka offenbar sehr wohl in der Elbe-Stadt, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt. Auch sein Bruder Pierre ist auf seinen Vorschlag aus Portugal hierher gezogen und spielt Fußball beim SV Fortuna Magdeburg. Es gibt also viele gute Gründe für den Evora, seine Erfolgsgeschichte beim FCM fortzusetzen. Und ja, das wäre ein Traum. Wenn man vielleicht dann, keine Ahnung, 3 Wochen sieht, Gnaka hat verlängert oder auch am Saisonende. Ist mir egal, Hauptsache er verlängert. Das würde mich sehr freuen. Ich persönlich mag ihn sehr. Er ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Und so wie immer dürft ihr gerne eure Meinung zu Gnaka und seiner Geschichte in die Kommentare schreiben. Für mich eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die auch sehr sympathisch klingt. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig supporten. Ab nur 99 Cent kann man Mitglied werden. Das würde mich auch riesig unterstützen für diese Videos. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.